Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich komme hier immer noch nicht mit der Location klar, was hier an Autos rumstehen und vor allem generell hier das ganze Design. Und ich würde sagen, wir gehen wirklich hier Auto für Auto ab. Ich weiß auch noch gar nicht, wo wir starten sollen und deswegen würde ich einfach sagen... Morning everybody, I'm hanging out with my friend John. Fox 5 Morning News starts. Look over there. And it starts right now. Wir beginnen hier hinten mit dem ersten Auto. Also das ist schon richtig heftig hier. Lasst uns hier einfach mal ganz dezent mit dem Bugatti Divo starten. Es gibt nur 40 Stück weltweit davon. Und man muss sich mal überlegen, die Kiste hier hat um die 5 Millionen Euro gekostet. Direkt ausverkauft. Ich glaube, Bugatti Divo wird mittlerweile für ja, fast das Doppelte schon gehandelt. Ich verstehe leider nicht so wirklich, wo der Preis herkommt. Sieht mega geil aus, gar keine Frage. Aber Bugatti Chiron kostet fast 3 Millionen Euro. Und ich frage mich immer wieder bei den ganzen limitierten Modellen von Bugatti, wie so ein Preis entsteht. Weil letzten Endes, um Gottes Willen, das Design sieht ziemlich geil aus. Aber es ist für mich einfach ein Bodykit irgendwo. Ja, er ist nochmal einen Ticken schneller, er fährt sich besser auf der Rennstrecke. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, damit will ich nicht auf die Rennstrecke gehen, sondern wenn dann eher hier so in die Richtung. Hier Ferrari, LaFerrari, 963 PS. Die Aperta-Version sind wir schon gefahren. Da können wir mal gerne den Link einblenden von dem Video. Jetzt wird es noch heftiger. McLaren P1. Davon gibt es ja nur 375 Stück. Aber das hier ist die Carbon-Version. Bedeutet, von der Carbon-Version gibt es nur 5 Stück. Und da musst du ganz ehrlich sagen, das sieht schon richtig krass aus. Komplett alles hier in Carbon mit dem Innenraum. Das ist schon heftig, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir fehlt so ein bisschen der Kontrast. Also wenn ich mir das anschaue, bei unserem McLaren P1 in dem Vulcano Orange und hast dann hier den ganzen Frontspoilern alles in Carbon, gefällt mir persönlich besser, aber trotzdem, man muss schon ganz ehrlich sagen, hier das komplett in Carbon-Optik ist schon heftig und es gibt auch nur 5 Stück davon. Dann geht es hier weiter. Ich meine, das muss man auch mal hier sagen, ne? Wir haben hier die 3 Hypercars, 918 Spider noch. Das Ding bin ich ja auch gefahren, auch ziemlich geil hier in der gelben Lackierung. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und jetzt geht es hier weiter. Das ist richtig krass. Und zwar Pagani Huayra Roadster. Und vor allem, was mir richtig taugt, da gehen wir jetzt mal hier so ein bisschen nach hinten durch. Kommst du da überhaupt durch? Musst du aufpassen, ne? Vorsicht mit dem Seitenspiegel, weil das könnte nicht so ein Schnäppchen werden. Und zwar hier, da haben wir den schönen 12-Zylinder-Motor von AMG am Start. Und ich sag's immer wieder mit Pagani, das ist einfach ein Meisterstück. Piece of Art, typisch italienisches Design, sowas von mega von vorne, von der Seite, von hinten, hier mit den Flaps, die sich dann aktiv bewegen und auch dieser Innenraum. Also das ist schon wirklich geil, wie das Pagani immer wieder macht. Es sind nicht die schnellsten Autos und es ist auch von der Performance her auf der Rennstrecke nicht das Geilste. Aber musst du ganz ehrlich sagen, dafür ist es, du kannst damit auf die Rennstrecke gehen, gar keine Frage. Ich bin mit dem Pagani Huayra BC Roadster und mit dem Coupé auf der Rennstrecke gefahren, fährt sich wirklich gut. Aber wenn du natürlich in eine McLaren Senna einsteigst, ist das nochmal eine andere Liga. Aber hier ist halt einfach vom Design her und der Motor, die Emotionen, ist das wirklich schon ein brutales Teil. Dann hier haben wir den Koenigsegg Regera am Start. Auch ein brutales Teil, vor allem wie breit der einfach wirkt. Das ist schon richtig heftig. Dann geht es hier weiter. McLaren Senna, das ultimative Teil für die Rennstrecke. Spec auch ziemlich geil, in dem Mattgrau mit dem matten Carbon gehalten. Und ich meine ganz ehrlich, Leute, also wir haben jetzt hier einen McLaren P1 Carbon Series, wovon es nur 5 Stück gibt. Und
hier steht einfach noch ein zweiter rum. Ja? Und anscheinend gibt es hier noch einen dritten, der aber gerade im Service ist. Bedeutet, hier die Location, die haben einfach 3 Stück von 5, also heftig. Wirklich, wirklich heftig. Und dann haben wir hier den Ferrari LaFerrari Aperta-Version. Das Teil bin ich ja vor ein paar Wochen gefahren. Brutal emotional. Das Ding schiebt richtig brutal vorwärts. Allerdings, definitiv ist das hier meine Wahl. Weil das fährt sich einfach noch mal besser, meiner Meinung nach. Genauso auch wieder 918er, aber natürlich hier V12 Saugermotor am Start. Da haben wir natürlich hier noch mal mehr Emotionen am Start. So, und ich meine, McLaren P1, 2 Stück hier. Bugatti Divo ist einer, muss natürlich auch noch ein zweiter her. Wieso auch nicht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir tatsächlich noch mal besser hier der Spec in dem Blau mit den goldenen Felgen. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal in den Reihen. Du gehst nach hinten, ne? Und ich starte jetzt mal den Motor. Und dann schauen wir mal, wie das Ding hier so klingt. So, dann starten wir mal. Ja. Also, der Klang. Also das klingt richtig böse, richtig tief hier. Der schöne W16 Motor am Start. 1500 PS. Auch hier, zieht euch das mal rein. Diese Rückleuchten hier, also vom Design her, brauchen wir überhaupt nicht reden. Ist unfassbar. Jetzt machen wir mal noch mal kurz aus. Vom Design her, ich habe es ja gerade gesagt, ist das schon wirklich unfassbar. Aber es ist halt trotzdem für mich, wo ich mir halt einfach denke, weißt du, du stellst jetzt einen Bugatti Chiron daneben hin. Und ich verstehe halt einfach nicht dieser Preis. Wo kommen diese 2 Millionen Euro nochmal her? Weil die Technik, wir haben alles das Gleiche. Der Innenraum, es ist alles gleich. Und es ist letzten Endes außen dieses Art Bodykit, wie man jetzt sagen kann. Aber klar, vom Design her ultimativ und natürlich Limitierung. Es gibt eben nur 40 Stück hier. Dann hier schöner Aston Martin am Start. Auch ziemlich geil in dem Weiß. Mit dem blauen Innenraum. Hier Aventador SVJ Roadster. Ziemlich geile Lackierung und vor allem das Spezielle hier ist, wir haben die 63er Version am Start. Bedeutet, es gibt davon nur 63 Stück weltweit. Das Spezielle ist, wir haben hier komplettes Carbondach. Und ja, ich meine, es gibt eben nur 63 Stück davon. Ansonsten ist kein Unterschied zum normalen SVJ. Er hat auch schön hier die schönen Schalensitze hier am Start. Also das ist hier schon sehr ähnlich wie bei meinem SVJ Roadster. Dann hier haben wir einen Huracan Evo, auch ziemlich verrückte Lackierung. Ich könnte mir vorstellen, das ist hier auch irgendeine spezielle limitierte Edition. Steht hier Daytona 24-Stunden-Rennen 2018 drauf. Das wird mit Sicherheit auch eine spezielle Edition sein. Dann hier Lamborghini Huracan STO. Das ist mal wirklich ein wilder Spec in dem Art, ja, wie kann man da sagen, so Green-Lime-mäßig mit orangenen Akzenten, glänzendes Carbon. Das finde ich sehr geil. Aber sonst ist jetzt nicht unbedingt meine Wahl. Also ja, das muss man sich erstmal trauen, so auszustatten. An sich ja ein ziemlich geiles Auto. Allerdings muss ich ja ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt schon mal in einem Video gesagt, Huracan Evo kannst du nicht mehr bestellen, was eigentlich kein limitiertes Fahrzeug ist. Aber ein Huracan STO kann jeder einlaufen bei Lamborghini und sich dieses Auto bestellen, was ich ein bisschen schade finde, weil es ist ein mega geiles Auto, aber die Exklusivität fehlt hier ein bisschen und du musst auch ganz ehrlich sagen, das kostet halt hier schon noch mal eine ordentliche Schippe mehr gegenüber den Huracan Evo. Hier geht es jetzt weiter und zwar F12 TDF, schöner V12 Saugermotor am Start. Dann hier haben wir den 599 GTO. Auch 12-Zylinder-Saugermotor am Start. Mittlerweile auch in die Jahre gekommen, das Auto, aber trotzdem, musst du ganz ehrlich sagen, er steht eigentlich noch recht zeitlos da, das Ganze. Also ganz ehrlich. Dann hier F12 ist anscheinend auch irgendeine spezielle Edition. Kann ich euch nicht sagen jetzt genau was, aber auch in weiß steht einfach geil da. F12, zeitlos das Auto. So, dann hier daneben haben wir ein 812 Superfast. Allerdings, ich sehe hier gerade,
Mansory-Umbau. Das steht schon hier richtig heftig da, vor allem diese Frittentheke da hinten. Ne? Und natürlich V12 Saugermotor am Start. Und wie der F12 ja klingt, wissen wir mittlerweile. Ich bin ja den F12 TDF schon gefahren und das war ja schon heftig. Aber ich würde sagen, du gehst jetzt mal nach hinten, weil den möchte ich jetzt mir echt mal anhören, wie das klingt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass hier an der Abgasanlage wahrscheinlich was geändert worden ist, so wie ich Mansory kenne. Also schauen wir mal, was da so geht. Ich will direkt gleich nach hinten gehen. Ja. Oh ja. Das klingt heftig. Das klingt richtig heftig. Alter. Ja. Das ist noch richtig schöner Saugermotor. Komm, so ein klein bisschen Standgas können wir mal geben. Ne? Ja, da merkst du auch direkt wieder einfach dieser Motor, wie heftig der am Gas hängt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also der Flügel ist jetzt nicht so wirklich mein Geschmack. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Umbau. Da finde ich halt einfach so ein F12 oder hier F12 TDF einfach mehr clean das Ganze gehalten. Aber sonst gar keine Frage, krasses Teil. Dann hier, Leute, hier geht's weiter. Ferrari Monza. Darfst du wieder nach vorne kommen, weil den wollen wir uns von hier vorne anschauen. Also auch ein schönes Ding, auch wirklich ein schönes Ding. Aber wir haben ja hier noch zwei andere rumstehen, wenn wir da nämlich gleich hinkommen. Klar, auch 12-Zylinder Saugermotor am Start, aber man muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir uns jetzt mal den Innenraum anschauen. Also ich meine, das Ding kostet, ich glaube, um die 2 Millionen Euro. Und wenn ich mir jetzt hier diese ganzen Drücker da anschaue, das ist halt schon ein bisschen, ja, typisch, ja. Ferrari, musst du ganz ehrlich sagen, nicht so geil. Das hat mich beim LaFerrari auch verwundert gehabt. Du hast Fensterheber wie von dem 458 Italia. Aber gut, ich meine, bei Ferrari, es geht hier ums Design, um den Motor. Ist natürlich auf jeden Fall ein geiles Teil. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn du einen Stirling Moss daneben hinstellst, dann ist halt einfach, da merkst du einfach vom Design her, Stirling Moss ist das Ultimative. Dann haben wir hier ein F8 Spider. Das Auto fahren wir ja momentan von First Motors. Da bin ich echt überrascht, wie entspannt sich ja das Auto fahren lässt. Dann hier SF90, das Ding sind wir auch schon gefahren. 1000 PS. Brutale Leistung, allerdings es schiebt brutal vorwärts, aber die Emotionen sind halt bei weitem nicht so da wie bei einem F12. So, hier wird jetzt das Ganze entspannter. Übrigens muss man auch mal ganz kurz hier sagen, schaut mal her, Leute, wir haben hier Simulator am Start. Ja. Formel 1 Auto, setzt dich rein, können wir hier mit der VR-Brille fahren, also auch heftig. Und dann hier ganz entspannt so Elektrofahrräder. Das Ding, wie schnell ging das nochmal? 65 km/h, rein elektrisch. Also ja, das lassen wir besser gut sein, weil mit 2 Rädern habe ich das Ganze nicht so im Griff. Dann hier schöne Spielecke. Und ich meine, ganz ehrlich, also eine normale Tischtennisplatte tut's ja nicht. Also ist ja ganz normal, Leute. Die muss natürlich aus Glas sein. Also, ne? Leute, ich mache nur Spaß, nur damit ihr Bescheid wisst. So, dann geht's jetzt hier weiter. Hier haben wir jetzt ein paar Rolls-Royce Modelle am Start. Ich kann euch ganz ehrlich nicht sagen, was das hier jetzt alles ist. Es sind auf jeden Fall sehr spezielle, limitierte Rolls-Royce Modelle. Das sieht schon heftig aus hier mit dem Gold. Ja, das kannst du in Dubai fahren. Aber Alter, schau dir das mal hier an. Das ist mal krass. Das ist krass. Auch Mansory-Umbau. Hier geht's weiter. Dann hier noch ein Rolls-Royce. Dann hier haben wir noch ein Rolls-Royce-Modell am Start. Vor allem zieht euch das mal hier rein. Kompletter Kühlergrill aus Gold. Also das ist hier auf jeden Fall auch etwas sehr Spezielles und vor allem denke ich, wenn man sich momentan die Goldpreise anschaut, auch eine ziemlich gute Wertanlage. Auch hier trage ich heute wieder die Rolex Daytona
Kosmograph in Roségold. Die Uhr kommt von Chronex. Für die Leute, die Chronex nicht kennen, Chronex hat immer um die 7000 Uhren jederzeit am Start von 49 verschiedenen Marken. Vor allem das Schöne ist, es gibt einige Läden in Deutschland, dass wenn ihr euch eine Uhr online ausgesucht habt, könnt ihr euch die Uhr vor Ort anschauen, ohne irgendwas bezahlen zu müssen. Und erst dann, wenn ihr die Uhr kaufen möchtet, dann bezahlt ihr dafür. Und ich meine, ihr seht ja momentan die Uhren, in was für eine Richtung die gehen, von Wertanlage, preislich das Ganze. Von daher, für die Leute, die Interesse haben, Link ist in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal bei Chronex vorbei und da ist auch noch zusätzlich ein Code von mir, wo es ein bisschen Vergünstigung gibt. Und jetzt geht es hier auch heftig weiter und zwar haben wir hier nochmal einen Mansory-Umbau, eine G-Klasse. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also das ist schon sehr heavy. Ich meine, außen in dem Mattgelb, aber dann auch noch der Innenraum. Das ist schon echt heftig. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Das ist definitiv 0,0 mein Geschmack. Um Gottes Willen, Geschmäcker sind verschieden. Was ich ziemlich geil finde, sind hier die Endrohre. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, nein, danke. Definitiv nicht mein Geschmack. So, jetzt hier haben wir, da wird es deutlich geiler. SLS Black Series in dem geilen Solar Beam Yellow. Wobei, jetzt sehe ich hier gerade, oh, um Gottes Willen, nein. Warum? Warum mache ich sowas? Schaut euch das mal an. Hier der Innenraum, die Sitze in Gelb gehalten. Das gibt's doch nicht. Das ist so, ja, okay, Geschmäcker sind verschieden. Unfassbar geiles Teil, aber mach doch die Sitze in schwarz. Mach doch die Sitze in schwarz. Okay, wir bleiben besser außen. Also SLS Black Series 6,2 Liter V8 Saugermotor. Ich glaube auch emotional kommt da eigentlich nicht mehr wirklich was hin von AMG. Allerdings, wenn wir jetzt halt hier rüber gehen, haben wir ja eigentlich mehr oder weniger den Nachfolger und zwar den AMG GT Black Series. Für mich momentan das beste Auto, was es mit Straßenzulassung für die Rennstrecke gibt. Klar, McLaren Senna ist noch mal einen Ticken schneller, preislich allerdings auch noch mal andere Liga. Du musst ganz ehrlich sagen, Optik ist unfassbar. Ich habe ein ausführliches Video dazu gemacht, können wir auch gerne den Link einblenden, was hier alles verändert worden ist gegenüber den AMG GT-R. Da verstehst du dann auch, wo der Preis herkommt. Ja? Also von daher wirklich AMG GT Black Series ultimativ auch hier. Selbstverständlich Michelin Pilot Sport Cup 2R Reifen, speziell abgestimmt auf dem Black Series. Wir sehen auch hier wieder schön die Flanke. Was ich preislich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist dann eher hier das orangene Teil. Und zwar McLaren 11er, ähnlich wie auch beim Ferrari Monza. Wir haben keine Scheibe vorne. Man konnte es dann tatsächlich optional ausstatten, dass wir eine Scheibe vorne bekommen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, Design vom McLaren 11er hat mir von Anfang an nicht gefallen und gefällt mir auch immer noch nicht. Auch vor allem hier in der orangenen Lackierung. Vor allem, man muss sich mal überlegen, McLaren wollte am Anfang vom 11er 399 Stück bauen. Wir reden bei einem Preis von um die 1,7 Millionen Euro. Dann wurde das Ganze auf 299 Stück gekauft und letzten Endes hat McLaren von dem McLaren 11er 149 Stück verkauft. Wenn man sich jetzt überlegt, der SLR Stirling Moss damals gab es nur 75 Stück. Hat damals gekostet um die 900.000 Euro. Und da sind wir wieder bei demselben Thema. Ich stelle jetzt hier den Stirling Moss daneben hin. Das ist ein komplett anderes Design. Aber jetzt zeige ich euch meiner Meinung nach das schönste Auto. Hier, wenn du das mit dem McLaren 11er und dem Ferrari Monza vergleichst. Ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal. Ich habe davor nur Bilder im Internet gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in Live steht das schon noch mal anders da. Und zwar hier der Aston Martin Speedster. Limitiert auf nur 88 Stück, preislich eigentlich am günstigsten, wenn du es mit McLaren 11er vergleichst, 1,7 Millionen hier. Ich glaube, Ferrari Monza waren 1,5 Millionen Euro und der ist limitiert auf um die 500 Stück, wenn ich mich nicht ganz irre. Hier nur 88 Stück und preisig um die 900.000 Euro und finde ich für mich persönlich von der Optik her definitiv das schönste Auto, vor allem hier mit den ganzen Lufteinlässen, dann auch hier, wie die Luft in den Motor reingeht. Vor allem, wir haben den V12 Twin-Turbo-Motor am Start, 5,2 Liter Hubraum, 700 PS und einfach diese Optik. Dann schaut euch das mal hier an. Hier die Lufteinlässe,
aus Carbon. Wir haben Pirelli-Reifen am Start. Dann hier vor allem jetzt der Innenraum. Denn das musst du ja ganz ehrlich sagen mit dem Ferrari Monza. Ich kann mich mit dem Innenraum nicht anfreunden, aber hier, das ist Aston Martin Qualität. Komplett hier die Tür aus Carbon. Dann diese Einstiegsleiste, wie clean das Ganze gehalten ist. Die Sitze, hier schöne Carbon-Sitze. Jetzt setzen wir uns mal rein. Ja, das ist Aston Martin. Und dann hier dieser Display und alles. Wie schön das alles gehalten ist. Ich würde sagen, komm, du gehst mal nach hinten. Wir starten den jetzt mal. Denn wir wollen den ja mal hören, wie das hier so klingt. Allein schon das Starten von dem Motor. Auch hier, schaut mal her, die Endrohre, die 2 Endrohre in der Mitte. So, Motor ist einigermaßen warm, ein bisschen Standgas geht. Oh ja! Das knallt ordentlich. Also Sound ist hier auch richtig, richtig gut. Vor allem, warte mal, ich möchte jetzt noch mal hier kurz hier hinten die Lichter. Zieht euch mal hier hinten das Heck rein. Also ganz ehrlich, für mich wirklich das schönste Auto, vor allem auch hier. Es gibt halt eben nur 88 Stück. Schaut euch das mal an. Die Luft hier vorne, wie die entlang gleitet und dann hier durchgeht. Vor allem lasst uns mal hier auch noch den Kofferraum öffnen, denn das finde ich von Aston Martin auch ziemlich geil gemacht. Und zwar, wir haben hier wie so eine Art Helmfach, wo wir hier links und rechts für den Beifahrer die Helme reinlegen können. Also sehr, sehr clever das Ganze gelöst. Und ja, wie gesagt, also nochmal hier von der Optik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Auto nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber so, wenn ich ihn jetzt halt sehe und die Stückzahl dann auch noch höre, ist das schon wirklich, muss man sagen, Aston Martin hat da schon eine sehr, sehr geile Arbeit geleistet. Auch hier die Farbe in dem Orange mit dem weißen Kontrast und auch hier der Innenraum, die ganze Qualität in Leder, Carbon gehalten, sportlich, elegant. Das ist Aston Martin Qualität. Auch hier sehe ich auch gerade hier der Rückspiegel, auch komplett in Carbon. Also ja. So Leute, genug gelabert hier. Das Video, glaube ich, wird eh länger als geplant. Aber ich meine, ganz ehrlich, was wir hier für Autos am Start haben. F12, DDF, SLS, Black Series, auch wenn er gelbe Sitze am Start hat, müssen wir halt austauschen mit schwarzen Sitzen. Aber sowas wird es in der Richtung nicht mehr geben und deswegen redet man einfach gerne darüber. Man muss auch wirklich nochmal hier sagen, das Space hat das sehr, sehr geil eingerichtet. Diese Art Event-Location, wo verschiedene Events stattfinden, wo jeder hier selber ein Event halten kann. Und ja, von daher, ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder hoch, denn ich will meine Runde Billard zu Ende spielen. Und dann machen wir Schluss hier. Ich hoffe, Leute, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.